Moin. Ja, da hatte ich am Ende meines 5,5 Stunden Stanley Parable Ultra Deluxe Videos gesagt, ja, ich beende das jetzt und ich glaube, sehr viel mehr gibt's auch nicht. Aber ich höre den Auf ein Bier Podcast von André Peschke und Co. Und da gab es eine Folge, eine Sonntagsfolge zu dem Spiel. Und die habe ich mir ein Jahr lang quasi in meiner Playlist quasi aufbewahrt, weil ich das Spiel immer vorher noch spielen wollte. Und habe sie mir jetzt angehört gehabt, vor ein paar Tagen, nachdem ich jetzt die 5,5 Stunden letztes Mal gespielt hatte. Und habe zumindest gehört, es gibt auch noch zumindest eine Art richtigen Epilog, wo ich dachte, okay, also ein bisschen ist da noch. Und ich glaube, wenn es eine Art Epilog gibt und man danach wirklich sagen kann, ich habe es jetzt durchgespielt, obwohl es sicherlich noch Goodies und Geheimnisse ohne Ende gibt, aber dann dachte ich, nee, dann spiele ich doch noch mal ein bisschen weiter, um diesen Epilog zu sehen. Ja, und das tue ich jetzt und bin gespannt. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun soll oder so, aber schauen wir mal, ob das Spiel mich irgendwie ein bisschen in die Richtung stupst vielleicht. Und eine Sache hatte ich auch noch im Podcast gehört, die vielleicht jetzt gleich schon passiert, die hat mit hiermit nämlich zu tun. Mach das mal weiter fleißig. 18:52 Uhr haben wir gerade. Oh, jetzt ist das ja 18:52 Uhr. 6:52 p.m. Ah, 6:52 Uhr ist deine Lieblingsuhrzeit. War das letztes Mal auch schon? Ich meine, das ist meine typische, ich fange ein bisschen nach dem Feierabend dann mal an zu zocken Zeit, aber. Oder konntest du einfach nicht anders, als mir wieder die korrekte Zeit zu geben? Ah, ich weiß ja schließlich, wie gerne du die korrekte Uhrzeit einstellst. Okay, jetzt interessiert es mich. Wie präzise 6:52 Uhr ist? Benutzen wir einen weiteren Regler, um es herauszufinden? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Wie präzise ist 6:52 Uhr? Ja, mittlerweile nicht mehr so. Ziemlich präzise, aber mittlerweile ist 6:53 Uhr das Problem. Weißt du, du solltest wissen, dass ich ungeachtet der Präzision der Uhrzeit großen Spaß am Anpassen dieser Einstellungen habe. Ich habe das Gefühl, mehr über dich zu erfahren, darüber, wie du Einstellungen vornimmst. Es ist gut, Daten zu sammeln. Kann man ja früher, warte mal. Ich wünschte, wir hätten mehr Regler, aber wir sind alle Regler durchgegangen, die ich habe. Vielleicht kann ich ein paar neue Slider erfinden, um neue Daten über dich zu sammeln. Sollte nicht zu schwer sein. Ja, lass mich einfach ein paar neue auftreiben. Sollte fertig sein, wenn du das nächste Mal das Spiel startest, okay? Also es lohnt sich vielleicht auch das Spiel öfter noch zu beenden und neu zu starten. Schauen wir mal, ob jetzt irgendwas anders ist. This is the Okay, wenn er sagt, ich soll das überspringen, dann mache ich das jetzt hier auch erstmal. Man kann man eigentlich. Ah ja. Das habe ich nämlich. Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed. Days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Ah. Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Lass den Eimer jetzt erstmal da.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Eine Sache, die ich gerne noch ausprobieren wollen würde, ist auch noch länger. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hier, warte mal. Die Tatsache, dass ich Türen zumachen kann. Gibt mir nochmal neue Ideen, aber also was ich einmal jetzt probieren möchte ist, und das tut mir leid für alle Zuschauenden, ich möchte einmal probieren, was passiert, wenn man ewig in diesem Fahrstuhl bleibt. Weil ich meine, das ist meine Musik, die muss ja irgendwann, also spätestens, ich warte so lange, bis sie zumindest sichtlich loopt, weil da ist ja dann auch irgendwann dieser so ein bisschen der Sprecher, der so ein bisschen dü-dü-düm macht. Und das muss ja irgendwann spätestens von vorne anfangen. Und bis dahin will ich einmal richtig lange jetzt warten. Mal schauen, ob nicht doch noch irgendwas passiert, weil dieser ganze Raum hier hat bisher noch nichts gemacht. Das muss ja alles für irgendwas gut sein. Von daher bin ich mal gespannt. Ich habe auch gar nicht so viel. Ich kann ja ein bisschen labern. Also im Podcast waren das Sebastian Stange und Dom Schott, die das Spiel besprochen haben. Beide sehr gut fanden. Sebastian Stange, glaube ich, noch besser als Dom Schott, aber beide haben es sehr, sehr gemocht, aber kannten auch beide schon das Original von 2013. Eine Sache, es gibt wohl noch ein Meetingraum-Ende. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, das haben sie nämlich auch gesagt, das kann ich mir nicht erinnern, das gesehen zu haben gerade. Das müsste ja dieser Raum sein, da mit den Flipcharts und so, wo auch zwischendurch da diese Sache mit, wo man die Figuren findet, war. Sebastian Stange sagte einmal was, okay, ein Ende hatte er plötzlich, weil er irgendwas Verrücktes oder irgendwie aus Larifari irgendwas gemacht hat, aber es war sehr vage, weiß ich nicht, dass man im Startraum stehen bleiben kann, die Tür zumachen kann, das hat er tatsächlich auch gesagt. Deswegen habe ich das eben ausprobiert. Ich würde es auch gerne nochmal ausprobieren. Was passiert, wenn man es nochmal macht, ob der Sprecher das Gleiche sagt oder ob er irgendwie darauf reagiert. Ja, sonst. Also vieles von dem sie erzählt haben, kannte ich jetzt auch, habe ich also wohl gesehen. Es ging viel um den Eimer auch. Ja, aber es gibt halt wohl den Epilog. Den hatte Dom schon auch noch nicht gesehen im Podcast. Nur Sebastian Stange, der meinte, ja, der hast du noch gar nicht gesehen, ja, dann wartet da ja noch was auf dich. Und dann habe ich gedacht, oh, dann wartet da ja auch noch was auf mich. Und deswegen, vor allem deswegen, bin ich jetzt wieder hier, dann werde ich auch schön bei meinem YouTube-Video wirklich ranschreiben kann, durchgespielt. Weil ich finde, wenn dann ein Epilog kommt, dann kann man vielleicht wirklich bei dem Spiel hier, das heißt auch wirklich dann schreiben. Ja, und sonst so, ich werde mir demnächst die Demos geben von Lies of P, von Pikmin 4 und von Viewfinder, diesem
Spiel, wo man so Fotos schießt und dann das so die Sachen vom Foto so in die reale Welt übertragen kann, um damit Rätsel zu lösen. Was in den Trailern immer ziemlich crazy aussieht. Sah sehr spannend aus. Also heute ist nämlich Freitagnachmittag, das habe ich, oder Freitagabend ist es gerade, das habe ich für morgen vor und Sonntag ist dann wieder mein Retro-Tag und da werde ich mir ein paar Playstation-Spiele anschauen, unter anderem, also wieder ganz alte aus der Frühzeit der Playstation. Das erste Tekken wird dabei sein. Dann, ich muss mal kurz hier gucken, ich habe hier ein paar Maniac und Videogames-Hefte auch liegen. Fantastic Pinball, der Flipper, ist geplant. Und Starblade Alpha. Und da muss ich mal sehen, ob ich dafür noch Zeit habe. Vielleicht auch noch Space Griffin VF9. So. Das sind so die Sachen, die ich vorhabe, am Wochenende ein bisschen zu zocken und auch dann Videos zu machen. Und dann höre ich jetzt mal ein bisschen wieder in die Musik und höre mal, ob das sich doch langsam wieder wiederholt. Ich habe auch, das haben die auch im Podcast gesagt, dass es eine Demo damals gab, also wohl aus dem alten Stanley Parable von 2013, die aber ein ganz anderes Minispiel wohl war, das aber so ein bisschen schon mal die Idee von Stanley Parable zeigen sollte. Und da ging es um ganz viele Achten. Und es gibt ja hier diese Trophy mit ganz vielen Achten. Und das Einzige, was mir noch eingefallen ist, was man mit Achten machen könnte, ist im Büro von dem Chef, auf dem Safe-Ding, einfach bekloppt 1000-mal die 8 zu drücken. Sebastian Stange hatte auch gesagt, dass man, wenn man zum ersten Mal in das Büro kommt, da vom Chef, erzählt ja der Erzähler eigentlich, was die Kombination ist für dieses Nummernfeld. Aber wenn man das wohl dann trotzdem immer wieder bewusst oder vielleicht auch unbewusst falsch eintippt, dann anscheinend öffnet das Spiel irgendwann diesen Gang oder der Erzähler macht das dann irgendwann, so als Fallback-Lösung. Was ich also spannend fand, dass es da auch Fallback-Lösungen gibt. Er meinte eine Sache, meinte Sebastian Stange, findet er schade, das war so bei der Kritik, dass das Spiel einen da nicht so richtig drauf hinstößt. Ist die Frage, ob das was ist, was ich gesehen habe oder etwas war, wo ich selber auch noch nicht drauf hingestoßen wurde. Ja. Er hat gerade wow, wop, wop gemacht, das kann man sich mal merken, das war ein bisschen prägnanter. Aber je länger man das auch hier abwartet, desto mehr will man das nicht abbrechen, weil man denkt, wenn man das doch nochmal irgendwann machen will, dann... Das hat er aber schon gesagt, oder? Ich verstehe es nicht ganz, ob Trauma oder Melodrama oder irgendwas in der Richtung. Dass man sich ducken kann, vergesse ich auch ständig, ne? Ich glaube, das loopt schon längst, die Musik, ne? Ach, schade. Dann, kann man ja so eine Taste gedrückt halten hier vielleicht auch? Oh. Ach, schade, aber... Was ist denn, wenn ich schnell... Kann ich... Ah, ich kann nicht rausgehen, habe ich das Gefühl. Warte mal, ich komme jetzt durch, weil ich eine Taste drücke, ist dann Invisible Wall, oder? Ja, es ist ein Invisible Wall hier, kommen wir nicht mehr durch. Was ist denn, wenn man beide Knöpfe gleichzeitig drückt? Warte mal. Ja, das geht, okay. Vielleicht jetzt erst? Auch nicht. Irgendwas... Was? Irgendwas muss man doch hier machen können, goddammit.
Was ist denn, wenn ich jetzt rausgehe und dann wieder drücke? Und jetzt reingehe? Das geht nicht. Also, okay, gut, er wird ja nur hier hingerufen. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe alles gemacht, was man hier machen kann. Gut. Dann war ja noch eine Idee. Hier auf die Stepping 8. into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from? Ach, guck an. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ich mache jetzt trotzdem weiter falsche Nummer. Mal gucken, was passiert, wenn ich immer wieder was Falsches eingebe. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. $2845. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. Okay. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Kann man da eigentlich noch rein, wenn man schnell genug ist? Schade. Ja, jetzt ist nur die Frage, ich kann ja noch mal wieder... Ja, ich weiß nicht, ich könnte nach links in dieses Museumsding da gehen. To the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ich will mal anfangen, hier hinzugehen, This passageway had the word. aber dann will ich zurückgehen. The truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Hier was anderes. Ich will da jetzt nicht runter. Okay, ich gehe wieder zurück. Schön übrigens, dass die Lampen so suchen. Schade, der Sprecher sagt gar nicht, dass ich mich hier umentschieden habe. Eigentlich... Ich meine... Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Ja, aber eigentlich will ich da nicht hin, weil ich glaube, dieses Rätsel... Kann man das lösen? Ich weiß nicht, kann man das lösen mit welche Sache man da in welcher Reihenfolge drücken muss? Ich kann es ja nochmal probieren, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Das Doofe ist, dass man dann immer, dass es so ein langer Weg ist. Also dieser Raum jetzt hier mit den ganzen Fernsehern.
The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored, where freedom meant nothing. Aha! You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome! You see, back when the Stanley Parable first launched in 2013, getting to the bottom of the mind control facility was a bug that we simply didn't catch during development. And you all sent us lots of photos of it on Twitter and acted very superior about it. And you're all very, very clever. Good for you. Anyway, when it came time to update the game, we knew that we had to do something about this little goof of ours. So here you go. New content. You can call it the bottom of the mind control room ending, if that enhances your perception of the value of these updates. Isn't that what you crave? New content? Always more content, more content, more. And I'm here to give it to you. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game, with secrets and Easter eggs. How about this? We wrote a new piece of music just for this section. You won't hear it anywhere else in the game. It's a secret that's just for you. That's how special you are. We call this track, Good Job You've Made It to the Bottom of the Mind Control Facility. Well done. Good job, you did it. Good job. 3, 2, 1. Good job, you made it to the bottom of the mind control facility. You jumped on the catwalk. You should have been careful. You should have been careful. It used to be a bug, but now it's an ending. Now it's an ending. I believe in you. I believe in your ability to cross this barrier and chase your dreams. Railings don't mean anything. Good job, you did it. 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 Ja, was waren denn die roten Punkte da eben? Naja, egal. Okay, gut, haben wir dieses Ende jetzt auch erlebt. Ich werde nochmal wieder hier drin bleiben. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? Das ist derselbe Text. Schade. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. Oh, ich darf gar nicht mehr raus. Here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Okay, gut. Also ich bin schon so ein bisschen lost, wie man merkt, und weiß nicht so richtig. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Hier nochmal alle Türen aus. Alle Rechner aus.
Kommt man da eigentlich? Ich bin auch immer so ein bisschen orientierungslos. Das ist eigentlich in Raum 5, 4, 5, 7 und so, wo man später ist. Achso, ich habe vergessen, alle Türen zu benutzen. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Wohin kann man nochmal, wenn man dann nach unten fährt? Ich vergesse das immer. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Man hier hoch? Nee. Ist hier irgendwo ein... But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, Ach so, das war hier, ja, stimmt. From here, it's, left. Nee, ich weiß, dass du mich verarscht. Oh, no, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Das ist jetzt schon so ein bisschen schade, dass das jetzt alles was ist, was ich alles schon gehört habe. Left, down... Wo man dann jetzt wieder warten muss. Also da könnte das Spiel noch ein bisschen geschickter sein und Abkürzungen reinbauen. Definitely this way. Ja, ich wusste, dass es dieser Weg ist. Aber durchaus bekannt. Gehe jetzt aber mit noch wacherem Auge hier durch ein bisschen. Ach so, jetzt komme ich ja nur hier hin. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Okay, das bringt mich einfach nur wieder hierhin zurück. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Wieso ist denn auch... Simply missed a memo. Mein Eimer ist weg, ne? Wo ist denn mein Eimer geblieben? War der nicht... Oder war der erst im nächsten Raum? War der nicht hier? Und der Eimer ist nicht mehr da. Ich hoffe, das soll so sein. Mein Eimer! When Stanley... Oh. Wait, what? No, Ah, warte mal, ich habe hier... I definitely restarted the game. Ah, ich habe hier noch gar nicht alle Türen probiert.
Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Bin letztes Mal hier links reingegangen, bin ich mir I know ziemlich who wrote the sicher. story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Dann war der Eimer wahrscheinlich deswegen... Ach so. Let's find the story. Dann war der Eimer wahrscheinlich deswegen nicht da, weil das jetzt hier gerade ein anderer... Das ist, ich nehme jetzt mal den hier, oder? Ja, doch. Aber es ist ja auch egal, man landet hier wieder... Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber vielleicht gibt es ja hier auch verschiedene... I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Nein, 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 nein. It's unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Nein, nein, nein. Warte mal. Nein. Aber man muss doch da was machen können. All of his co-workers were gone. Oh. Stanley decided to go to the meeting room. Der Eimer ist immer noch weg. He missed a memo. Bin ich immer noch in so einer anderen Variante jetzt hier? Ach, es sind gar keine Türen mehr da. So war das. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Okay, also die meisten Türen kann man nicht wieder zumachen. Das ist eine Leiter. War das schon immer so eine Leiter? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Wo bin ich denn hergekommen? No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Ja, aber alles für nichts. Es ist jetzt die Stanley Parable 2 Adventure Line. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Ja, Just aber follow the line. How simple is that? ein Eimer ist immer noch weg. Ich werde jetzt nochmal wieder versuchen, so weit wie möglich der Linie nicht zu folgen. Aber hier geht es immer noch nicht weiter. I'm down. We're leaving it up to the line from now on. Ich bereue, dass ich hier alles mit dem Eimer mache. Mit dem Eimer wäre es vielleicht alles nochmal anders. Oh, das. Kann ich den nicht ausmachen? Ja, da kommt wieder die Musik. Ich weiß. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story?
Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay, now if my experience of your existence rests inside your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Ja, das hast du schon mal gesagt. Study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Ach, jetzt bin ich in so einem Raum hier. 4, 5, 6, 4, 5. Das heißt... Und da komme ich, oder? Ja. Aber okay, ich kann jetzt ausnahmsweise mal hier reingehen, aber das bin ich letztes Mal sicherlich auch. Bin ich wieder hier. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Die Linie ist wieder da. Immer noch da. Mein Eimer ist immer noch weg. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ach, das ist alles, was ich schon gesehen habe. Ich hätte das mit dem Eimer machen sollen. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it.
Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Man, so viele Sachen, die ich alle schon kenne. Der runde Raum. Ah, a choice. So, ja, das... We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the... Ja, ich kenne das alles. Sorry. Ich kann das höchstens nochmal probieren mit dem Eimer. Stanley decided to go to the... Aber das mache ich, glaube ich, nicht jetzt. Co-workers. Das ist zu viel. Jetzt habe ich... Okay, jetzt ist hier ein richtiger Neustart. Needed. It takes a lot of humility to carry a bucket. Nehmen wir den Eimer wieder mit. Stanley checked his ego and then proceeded onward. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. War ich mit dem Eimer eigentlich schon im Museum und gestorben und alles? Und also dieser, wenn man da nach links abbiegt, the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Gehen wir mal ganz kurz in den Fahrstuhl rein, gucken, ob das mit dem Eimer irgendeinen Unterschied macht. Das macht mich fertig, dieser Raum mit diesem scheiß Fahrstuhl, der so sinnlos ist. God damn it. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them.
As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Nur der Bucket? It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. Oh, warte mal, das It was ist a glorious bucket to behold. anders, das ist neu. Das haben wir noch nicht gesehen, oder? Oh Gott. Der Eimer heißt sie willkommen zur großen Ausstellung. Sie stehen am Abgrund des Wissens. Ähnlich wie ein Eimer ist auch der menschliche Verstand oft leer, eine höhlenartige Leere. Aber durch die Absorption des Ausstellungsstücks vor ihnen wird der Geist voll, bereichert und fundiert. Die Kenntnisse über den Eimer und seine Geschichte sind das einzig wahre Wissen, das wir wirklich haben. Werden Sie das, was Sie hier lernen, mit in die Welt hinausnehmen? Werden Sie aufgeschlossen akzeptieren, was an den Informationen in dieser Ausstellung herausfordernd sein mag? Werden Sie das Leben von sich selbst und Ihren Liebsten als Folge dieser Ausstellung verändern? Oder werden Sie die Augen verschließen und weiterleben wie bisher in Unwissenheit und Dunkelheit? Okay. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Okay, da bleibt er jetzt stehen. Gut. Ein Eimer mit 2 Henkeln. Dieser Eimer ist mit 2 Henkeln abgebildet. Eine solche Konstruktion wurde in der Realität nie hergestellt, da sie als zu gefährlich und waghalsig experimentell eingestuft wurde. Jedes Jahr wurden Dutzende hingerichtet, nur weil sie es versucht haben. Ich finde schön, dass hier auch wie bei so einem richtigen Museum für den Aufpasser, dass man keine Kunstwerke kaputt macht, hier so ein Stuhl hinterlassen wurde. Dieses Kunstwerk müssen wir uns hier auch noch kurz anschauen. Nur 25 Eimer, okay. Eine Fotografie von 25 Eimern, die größte Anzahl an Eimern, die jemals von einer Kamera erfasst wurde. Der Fotograf erlitt mehrere Wochen lang einen katastrophalen Schock aufgrund der Euphorie, die er beim Anblick so viele Eimer auf einmal empfand. Ja, ich könnten auch 30 sein. Und von da, ne? Ja, ja. Inferno-Eimer. Eine Nachbildung des Inferno-Eimers, der Mittelpunkt eine so große Anziehungskraft ausübte, dass Dutzende von Nationen gegeneinander Krieg führten, um die Kontrolle über ihn zu erlangen. Milliarden von Menschen starben. Und trotz allem blieb die einfache Tatsache bestehen, niemand kann einen Eimer kontrollieren. Okay. Höhlenmalerei. Okay, ja. Wir wissen zwar, dass es einmal schon vor der Existenz der Menschen gab, natürlich, ja klar, aber wir wissen nicht, wie lange zuvor. Diese Höhlenzeichnung zeigt, wie der frühe Mensch den praktischen Nutzen des Eimers entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Eimer wahrscheinlich schon seit mehreren Jahrtausenden. Auf diesen Zeichnungen ist zu sehen, wie der Eimer die Benutzung seiner selbst zulässt, nachdem er die Menschheit für würdig befunden hat, seine Schätze zu nutzen.
No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Oh, ich könnte jetzt hier in die Unendlichkeit runterfallen. Der hängende Eimer. Dieses Stück symbolisiert die notwendige Beziehung zwischen Eimer und Menschheit. Wie klar unser Verständnis des Eimers auch sein mag, es gibt noch mehr, das stets außerhalb unserer Reichweite liegt. Dieser Abstand ist unweigerlich zu unserem eigenen Besten. Ich muss leider ein bisschen Backtracking machen, weil ich wollte an der einen Stelle auch noch den anderen Gang einmal lang gehen, bevor ich mich jetzt hier ins vermeintlich unendliche Loch stürze. Nämlich hier hoch. Achso, da ist auch nur dieser Raum. Okay, gut, dann wird auch gleich jetzt noch alles gesehen. Der Stresseimer, ohne Kommentar. Alles Negative geht rein. Vulnerability, size and strength of the bucket. Coping strategy source. Rest and relaxation. Doing something you enjoy. Rest and relaxation. Okay. Gut, hat sich jetzt nur so semi gelohnt, muss ich zugeben. War jetzt nicht das spannendste Ausstellungsstück. Das ist schon, dass man da so ein blaues Licht sieht. Ist ja schon neugierig so ein bisschen. Gut, okay. Oh. Fall gar nicht. Krieg ich mal einen Eimer wieder? Ha! But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Wir werden zusammen sterben, wahrscheinlich in der Zerquetschungsmaschine. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Autsch. Okay. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps. Stanley cradled the bucket in a gentle embrace. Protective, yet delicate. Assertive. Ich werde jetzt nochmal diesen Weg gehen, The bucket tightly to his chest. This was not den ich eben gegangen bin, room, but Stanley had ohne Eimer. calling to him, telling him that the employee lounge was simply the Weil place ich glaube, ich bin das noch nicht mit Eimer gegangen, oder? it was. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. To be correct, was this no? Never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Es tut mir leid, es ist auch egal. Section and walked Ich hoffe, to the opposite door. ich habe es nicht auch schon alles gemacht gehabt. Da kann ich mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Aber wir werden es ja sehen. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this. Scheiße, ja, doch, das war ja jetzt hier. Ah, Your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. okay, aber hier ist jetzt nichts zu holen. Offensichtlich. Ah, okay, gut, dann. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well.
Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Don't you get it, Stanley? Ich habe ihn letztes Mal nicht reingeworfen. Jetzt werfe ich ihn. I'm very proud to introduce a brand new character. Dann werfe ich ihn jetzt mal rein. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Oh. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is it. Ich würde ja gern, aber es geht nicht. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Ach, schade, ich dachte, ich kann jetzt hier den reinwerfen und was Neues machen, aber das Spiel lässt mich nicht. Die Musik hat für mich immer was von Halo. Also immer das zweite Mal. My prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Bin ich denn eigentlich da, wo die rote und blaue Tür ist? Bin ich da mit dem Eimer beide Sachen schon gegangen? Oder nur eins von beiden? Das wäre noch so eine Überlegung. Eins von beiden bin ich, glaube ich, schon. Das eine führt auch zu dem Babykram. Das andere weiß ich nicht mehr. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all? Ah, Stanley's bucket. The only co-worker he would ever truly need. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was it... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Ah, die Tür kann man da sogar zumachen. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ach nee, da kommt man doch nicht längs, weil da Bucketverbot ist. So war das, ne? Ach shit, ja, hier ist Bucketverbot. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is Oh, was passiert denn jetzt nochmal hier? I suppose Ich hab's vergessen. a lot about your behavior. Ach, das ist der Bucket-Test. Which, that's true. Well, my goodness. I think we have to do something about it.
This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story. Also ich muss zugeben, dieser Skip-Button, understanding of what es gibt Momente, da würde ich ihn mir wünschen. Please, step in here for a moment. Aber ich mache den Test jetzt nochmal. Versuch mal das Gegenteil zu drücken vom letzten Mal. Scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. Die erste Mal Sache war irgendwie ein 3D-Druck und Pappmaché, glaube ich. Dann mal gucken, ob das auch so ist. A bucket. Ob das jetzt auch so ist. Correct. It is a hologram of a bucket. Oh, okay, es bleibt so. Das heißt, man kann alles richtig haben. Der zweite Traktor war ein Bucket, das weiß ich noch. Aber wahrscheinlich ist es egal, oder? Item 2. Is this a bucket? Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Item 3. Is this a bucket? Bin mir nicht mehr so sicher. Ach shit, das war wirklich ein This is Bucket. a bucket. Ach, goddammit. Item 4. Is this a bucket? Correct. This is a tractor and not a bucket. To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. Der zweite Traktor ist ja komischerweise ein Bucket, was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich verstehe den Gag auch überhaupt nicht. Das ist einfach total unlogisch. Aber meinetwegen, ich glaube, es ist einfach die Verwirrung, weil der Erzähler ja dann auch selbst fragt, ob er selber ein Bucket ist und alles. Correct. This is a bucket. Okay, auch ohne weiteren Kommentar. Ja, ist halt so. Item 6. Is this a bucket? Vergessen, ich glaube nicht. Trick question. Both. So, beides. Gotcha. Aber dann eigentlich, nee, man kommt nicht zurück. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket. Ich hätte eher einen Knopf drücken Know müssen. that a bucket is something, and therefore nothing could possibly be something. Unless in your twisted... Warte mal, ich mach das nochmal. Das ist zwar ein bisschen nervig, aber ich mach das nochmal neu. Ich will alle Fragen richtig haben und dann noch am Ende richtig. Mal gucken. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer. Oh, das ist echt ein Weg jetzt wieder, ne? Out the bucket? Really, Stanley at all? No. No, surely not. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Wenn ich jetzt zurückgehe, was passiert dann eigentlich? Well, from here, it looks like the only way forward is down, since the lift won't be coming back, but that's okay. You've got a bucket. Did you know that buckets are routinely used as cushioning devices? It's true. You can fall on a bucket from literally any height and survive. Ist das so? Das glaube ich dir nicht. Whoops. Looks like I was wrong. How clumsy of me. Dödel. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. As Stanley lifted his bucket, he felt a connection to all buckets everywhere.
This adventure, he decided, was for all. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go. Könnt ihr auch jetzt nochmal wieder da lang gehen, ne? Ne, warte mal, komme ich da hin? Würde da hinten lang kommen, ne? Ich mache erstmal das, eins nach dem anderen. Ich glaube kaum, dass es irgendwas bringt, aber ich will mal wissen, was er sagt. Said the bucket. Wenn man dann rot drückt und wenn man alles richtig hat einfach. Something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Es ist ja so, ich finde, man sieht manchmal noch, dass es eine Half-Life 2 Mod ist. Das Witzige ist ja, diese Ultra Deluxe Version ist ja nicht mehr mit der Source Engine gemacht, sondern Look, mit there's a sign right there. It says no buckets. Unity. Stanley. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Texturen sind oder was, aber irgendwie hat es auch noch so einen gewissen Half-Life 2 Vibe. Bucket and what isn't a bucket? Ja, ich weiß. Ich muss da gleich reingehen. Ich weiß. True. Well, my goodness. I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Now then, I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Okay. Enough, right? This Ja. will tell us everything we'll ever need to know about what is or is not. Und ich werde so der Sieger sein jetzt hier. Item 1. Is this a bucket? Correct. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Item 2. Is this a bucket? Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Item 3. Is this a bucket? Correct. This is a bucket. Item 4. Is this a bucket? Correct. This is a tractor and not a bucket. To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. Is this a bucket? Correct. This is a bucket. Jetzt kommt die Trick-Question, ne, wo beides richtig ist. Is this a bucket? Kann man beides drücken? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Trick question. Both. Gotcha. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Yes. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well that nothing isn't a bucket. Wait, when I say nothing isn't a bucket, that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless... Is that what you think? Answer me straight, Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket?
So, jetzt ging es so weiter. Ich glaube nicht, dass alles ein Bucket ist. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence, and yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game entirely. Okay, here we go. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a... Was habe ich denn doch auch schon alles gesehen? Dann gehe ich nochmal in diesem Raum, diesen Steg lang mit dem Eimer. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply... What new mysteries lay in store for our bucket-loving heroes today? Let's find out. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Oh, man kommt hier rein. Okay. War ich hier überhaupt schon? Tapes? Okay, this is day number 295, tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down, it doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Okay. Das war offensichtlich mal gerade, war das Stanleys Stimme? Hat Stanley doch dann da gesprochen? Co-workers were gone.
What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had... Now this, Stanley thought to himself, this is a bucket. And indeed it was. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Shit, hier geht's gar nicht weiter. Ah. Goddammit. Ach, dann muss man von da in diesen Gang rein, ne? So geheim ist er dann gar nicht. Shit! But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Sebastian Stange, wenn das mit dem Epilog irgendwie ein Joke Wait to war, tell this story to my co-workers, Stanley thought. oder irgendein anderes normales Ende, was du als Epilog bezeichnest. And laugh at the time I thought everyone had gone missing. Also eine Sache, die ich nochmal machen möchte, ist, ich mache das jetzt nochmal ohne den Eimer, in diesen Gang dazu geht, so ein Tape, um zu gucken, was dann passiert. Und vielleicht... When Nee. Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. It was okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ich werde das Spiel auch gleich nochmal Stanley was so beenden und nochmal starten. It's incredible he wasn't fired years ago. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. You didn't think I was actually just So. recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Oh, All of his co-workers were gone. What could it mean? oh, und der Eimer Go ist to the meeting room. wieder hier. Simply missed a memo. Oh, warte mal, aber hier ist eine Tür auf. Aber warum? Finally, yes, the bucket. Yes, yes, yes. I love that bucket. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left.
Ich weiß nicht so recht. Ich mache jetzt mal was, aber... Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Kann ich doch den Eimer hier zurückgeben? Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. Ja, das habe ich auch schon alles, aber ich bin letztes Mal dann irgendwann recht schnell wieder rausgegangen. Oh no. Deswegen... Into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. Oh, There. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order. ist das denn jetzt immer so? Aber ich kann ja jetzt nach unten gehen mit dem Auto, wo dann ganz viele Eimer sind und man seinen Eimer nicht findet und dann nach dem mit dem Sticker suchen, vielleicht. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see? I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Okay, ich warte mal noch weiter. Krieg ich noch mehr Sticker? You know what? I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Ist er weg? Ist hier nichts mehr, oder? Okay, dann gehe ich aber jetzt mal nach unten. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Weil ich ja jetzt einen erkennbaren Eimer habe. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these.
He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come. Nein! Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Oh, gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me, the bucket. Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Come to me, Stanley. Find me. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. Ja, ist wieder das Ende, das mit, wo ist die Frau? Ach, Of a woman named Mariella. mal kurz warten, ob die jetzt den Sticker noch drauf hat auf ihrem Eimer? Wahrscheinlich nicht. Mariella woke up on a day like any other. Das macht wenig Sinn. Rose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security and walked to her... Das ist ja, ist ja ihr Eimer, macht doch alles gar keinen Sinn. Ich beende mal das Spiel. Und für diese 10 Jahre frage ich mich gerade, kann man eigentlich bei der PlayStation gut die Uhr weiterstellen? So, warte mal, richtig das Spiel schließen. Manuell einstellen. Bitte passt den Regler so an, dass der Computer gerade noch sichtbar ist. Da muss ich auch einmal das Spiel oft starten. Bitte passt den Regler so an, dass der Hund und die Katze Freunde werden. Kann ich auch zu weit machen? Ach so, so. Das sind die Regler, die er mir geben wollte, ne? Bitte passt den Regler so an, dass die Nummer 5 zur Nummer 9 wird. Und das ist eine 9. Das ist auch eine 9. Dann habe ich 2 Möglichkeiten jetzt, ne? Nimm mal die. Bitte passe den Regler so an, bis du aufhörst, den Regler anzupassen. Also. Welches dieser beiden ausgedachten Wörter findest du ansprechender? Oku, Boinkal oder Strumtusch? Strumtusch, auf jeden Fall. Bitte passe den Regler nicht an. Okay, wenn du mich so nett bittest. Weißt du, welche Uhrzeit es gerade ist? 20:20 Uhr. Ist die Uhrzeit, die jetzt gerade ist, die korrekte Uhrzeit? Ja. Was ist Zeit überhaupt? Nein. Gibt es etwas über dich, das du mir noch nicht erzählt hast? Nein. Hilfe. Das habe ich im Podcast irgendwie gehört, dass der Text um Hilfe ruft. Ja. Wirst du zurückkommen, um mich zu besuchen? Ja. Ich habe das Gefühl, das Zeit weiterstellen hat nicht dazu geholfen. Oder muss ich das Spiel beginnen? Für diese 10 Jahre nicht gespielt Trophäe. Ich hätte gedacht, dass man das jetzt nur lösen kann, indem man
Ah, doch. Nice. So, dann gucken wir nochmal kurz in die Trophäen, was uns denn überhaupt noch fehlt. Hä? Irgendwie sind die Bilder kaputt, ne? Von denen, die ich schon hab. Weil das... Okay, I don't know. Die Test-Trophäe habe ich noch nicht. Wo? Das war doch bei dieser Maschine, aber das war doch irgendwie ein Teil in diesem Extra-Content, wo ich ja irgendwie offensichtlich nicht mehr hin darf. Den Speedrun habe ich auch noch nicht geschafft. Spiele Stanley Parable einen ganzen Dienstag lang. Na, weiß nicht, wie man das... Kann man es mit der Uhr irgendwie machen, dass man auf 0... Aber ich würde ja dann... Obwohl... Man kann das Spiel ja laufen lassen und dann die Uhrzeit umstellen, ne? Und den nochmal ausprobieren. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Oh, die Sticker bleiben drauf. Mr. Memo. One man, one bucket. One chance to seize their destiny together. Macht denn das jetzt andere... Clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Wo soll ich denn noch hin? Was ist mal passiert, wenn man das Kabel rauszieht beim Telefon? Correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Kann ich hier bleiben? Ich kann ja mal hier ein bisschen bleiben. Perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Mal gucken, ob der Erzähler irgendwie, wenn man hier ein bisschen rumwartet, weitermacht. Truly, being here with the bucket was a grand adventure. Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right, then walking to the lounge, then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. Perhaps this was where the bucket felt most truly at home, here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home. Stanley decided to just give the bucket absolutely as much time as it needed to be in the lounge. Clearly, the bucket and the employee lounge shared a special connection. Okay. Weil mehr passiert hier offensichtlich nicht. Schade. But finally, the bucket was done being in the lounge, and they took the first open door on their left to get back to business. Nee, ich mach nochmal was mit dem Kabel rausziehen. Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. In here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly.
Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait. So, das war... It's sitting right here. Let's take a look. Das war das Video mit den... What is comedic timing? Ja, verdammt, aber... was soll ich denn noch machen? What? Oh, warte mal, ich kann mit dem Eimer wieder nach hier hingehen. All of his co-workers were Nee, die Tür geht zu. mean. Kann ich nicht. Stanley decided to go to the meeting room. Ah! He missed a memo. Google das bald, wie man hier den Epilog kommt. Time. Bucket Time. Weiß doch auch nicht. Touched the bucket tightly to its Wenn chin. man bei der Maschine auf Nein drückt, kommt das mit den Vögeln mit dem Eimer. Wenn man auf Ja drückt, geht die Tür nicht auf. Ich würde so gerne mal wieder Not the correct way to the in meeting. diesen Bonus-Content-Raum Felt the kommen. bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Achso, ich wollte gerade schon wieder da links in den Fahrstuhl nehmen, aber dann kommt ja die Linie. The bucket turned out to be correct. Da Was kommt ja there die... in the meeting room? Yes. Ich weiß es nicht, Erzähler. Ich weiß es nicht. It was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Wenn man da hochgeht, dann kommt die Sache mit dem Schlafzimmer, ne? Mit dem Eimer, wo man den Eimer immer hin und her trägt. Das habe ich auch schon gemacht. Weiß nicht, was ich noch machen soll. And so the two of them detoured through the maintenance. Brech das nochmal wieder ab. Zurück zum Menü. Kann ich auch mal probieren. Da versteckt sich ja irgendwas. Ich erstmal die Uhrzeit wieder. Wobei, das kann ich ja auch nochmal ausprobieren. Sieht man den Tag, wenn man das umstellt? Nee. Aber er hat... Warte mal, was? So, bist du jetzt wieder richtig? Ja, okay. Ups. Sorry. Ich muss das Spiel richtig beenden. Weiß das irgendjemand wirklich? Natürlich nicht. Niemand weiß irgendwie, was. Wir beide kennen uns nicht mal. Wir sind wie Fremde füreinander. Klar, ich habe alle Spieleinstellungen genau nach deinen Vorgaben angepasst, aber wer hat das nicht? Das mache ich halt. So wie mein Job.
Und jetzt ist dieser Job vorbei. Es gibt für mich keine weitere Information zu sammeln. Ich habe alle Daten über dich gesammelt, die ich sammeln kann. Und ich kenne dich immer noch nicht richtig. Und du mich auch nicht. Und niemand von uns weiß, wie spät es ist. Doch, ich weiß das. Manche Einstellungen sind wohl einfach uneinstellbar. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat die Uhrzeit sowieso keine Funktion im Spiel. Beim nächsten Spielstart wirst du mich hier nicht mehr antreffen. Aber das ist okay. Videospiel sollte man schließlich allein spielen. Du bist gerne allein, oder? Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich wirklich über dich gelernt habe. Nun, es ist Zeit für mich zu gehen. Eine Einstellung müssen wir noch anpassen, aber darauf muss ich mich kurz vorbereiten. Das steht nicht wirklich in meiner Stellenbeschreibung, aber das ist okay. Vielleicht siehst du mich wieder, falls du mich findest. Bis bald. Oh, da ist der Epilog jetzt. Also man muss das Spiel einfach 4-mal gestartet haben, vielleicht. So kommt man zum Epilog, einfach das Spiel neu starten. Viele, viele Jahre später. Bin immer noch im Büro wahrscheinlich. Nee, ich bin in der Wüste, die wir auch schon gesehen hatten. Okay, ich kann... Okay. Gehen wir mal der Sonne entgegen, ha? Okay. Mal gucken, wo das hinführt. Ah, okay. Das ist doch das, wo wir einmal rausgegangen sind. Ja stimmt, das war bei dem Skip-Button, ne? Wenn man mit dem Skip-Button dann irgendwann ewig geskippt hat. Darf ich da hin oder kommt vorher eine Schwarzblende, ist jetzt die große Frage. Oh nee, ich darf da rein. Das ist auch nicht... Okay. Einmal kurz rumgehen. Man weiß ja nie bei dem Spiel. Davon rauf. Man kann auch rauf. Und schon mal reingucken. Okay. Ich vermisse ein bisschen den Erzähler. Oh, hä? Ach, okay. Jetzt kann er mal ducken. Oder was? Gucken wir gleich an. Ich will noch mal kurz... Okay, gucken wir uns das jetzt an. Cookies Blog. Rezension Stanley Parable 2. Verfasst am 27. April von Cookie 9. Wie viele andere hat mir das Original des Stanley Parable viel Spaß gemacht, was unterstreicht, wie sehr mich die Fortsetzung enttäuscht. Wo das erste Spiel von Originalität nur so strotzte, ist es Stanley Parable 2 öde, uninspiriert und eine Beleidigung für alle Fans. Anstatt das auszubauen, was das erste Spiel unterhaltsam gemacht hat, schwenkt die Fortsetzung in Bereiche ab, nach denen niemand gefragt hat. Ein unendlich tiefes Loch. Wen juckt's? Wo sind die neuen Enden?
Was ist mit den unterhaltsamen Features von The Stanley Parable 1, wie der Abenteuerlinie? Stattdessen bekommen wir eine uninspirierte Nebenaufgabe, Figuren sammeln. Selbst dieser Zeitvertreib fühlt sich unvollständig an. Wenn man alle Figuren sammelt, bekommt man gar nichts, wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass das kein Originalding ist, ne? Weil ich meine, das kann ja auch, also es ist ja auch so Stanley Parable 2, das ist ja auch Blödsinn, das ist ja eigentlich, gibt es ja gar nicht. Stanley Parable Entwickler. Keine weiteren Spin-offs, keine weiteren Fortsetzungen. Von Snip Swimi. 9. Juli, 12:51 Uhr. Als Stanley Parable 2013 mit großem Erfolg auf den Markt kam, planten die Macher, ein ganzes Franchise daraus zu machen. Das glaube ich nicht. Aber wie in der heutigen Pressemitteilung erläutert wurde, haben die katastrophalen Verkäufe und schlechten Kritiken von The Stanley Parable 2 die Entwickler dazu veranlasst, ihre Mission zu überdenken. Übrigens kleine historischer Anmerkung, gerade vor ein paar Stunden hat der Deluxe Entertainment bekannt gegeben, intern keine Spiele mehr zu entwickeln. Muss ich gerade dran denken, wo ich das hier gerade lese mit diesem negativen Feedback und so und geringem Erfolg. Obwohl ich glaube, weiß nicht, ob Stanley Parable 2 ist, glaube ich, schon besser vielleicht als Gollum. Naja, es ist offensichtlich, dass die Fans nicht noch mehr von The Stanley Parable wollen, heißt es in der Pressemitteilung. Wir dachten, dass unsere Vision der Serie bei den Spielern Begeisterung auslösen würde, doch es hat sich herausgestellt, dass das bei weitem nicht der Fall ist. Weiterhin wird in der Pressemitteilung das Versprechen gegeben, die künstlerische Integrität des Originalspiels zu wahren und die Fans nicht weiter mit unserem waghalsigen und beleidigenden kreativen Vision zu belästigen. Das Wort Entschuldigung taucht in der Pressemitteilung über 25 Mal auf. Oh, das ist der Tim-Button. Aber ist das jetzt die Sackgasse? Oder, ach so, warte mal, ist das... Wer geht hier weiter? Da ist noch ein neues... Das ist das Ding, was ich gerade gelesen habe, oder nicht? Hä? Achso, da geht's weiter. Ich bin einfach zu dumm gewesen. Die Figuren! Alle meine Figuren, die ich gesammelt habe. Oh! 19 von 20. 19 von 6, 20 von 6, 21 von 6, 22 von 6, 23, 24, 25, 26 von 6. Ah, da bist du. Hallo nochmal. Schön, dich zu sehen. Aber wie schrecklich zu erfahren, dass es nie wieder ein Stanley Parable Spiel geben wird. Hast du gelesen, was die Entwickler gesagt haben? Die Integrität der Serie wahren. So ein Quatsch. Das Stanley Parable ist nicht heilig. Wir müssen es nicht schützen. Zum Teufel mit dem Vermächtnis. Machen wir weiter Stanley Parable Spiele, bis die Sonne explodiert. Fahren wir diese Serie voll gegen die Wand, ziehen wir sie durch den Dreck hin und her. Und wenn die Leute es hassen, wen juckt's? Schau, das war das Problem des Erzählers. Er war besessen darauf, was andere über seine Arbeit dachten. Mach nicht denselben Fehler, klammere dich nicht ans Vermächtnis, lass es brennen. Es ist nicht schwer. Hier, ich zeige es dir. Zusammen machen wir Stanley Parable 3. Es ist ganz leicht. Wir müssen nur die Zahl auf dem Titelbildschirm ändern. Und wir brauchen einen richtig dämlichen Untertitel fürs Spiel. Irgendwas Lautes und Protziges. Na los, kombiniere irgendwelche zufälligen Wörter zu einem neuen Titel für unser Spiel. Okay. Was haben wir denn als zweites Wort? Also, Tempel der Spektakuläre. Das Ende ist niemals ausgedehnte, prunkvolle, unverzeihliche.
Häufere Heftklammer, Mitarbeiterinnen, Hetze, Raute, Kreise. Unverzeihliche Mitarbeiterin. Raute? Nee. Okay. The Stanley Parable 3, unverzeihliche Mitarbeiterin. Es ist absurd, ich liebe es. Immer wenn du das Spiel neu startest, erhöhen wir die Zahl der Fortsetzungen um 1 und dann wählen wir einen neuen Untertitel. So wird Stanley Parable niemals enden. Und im Spiel selbst ändert sich auch nichts, wenn du das machst. Neue Inhalte hinzufügen hört sich nach Arbeit an, das ist nicht nötig. Es werden einfach immer dieselben Inhalte sein, immer wieder neu verwertet, mit einem neuen Titelbildschirm. Was meinst du, sollen wir mit diesem Plan weitermachen? Mir gefällt er, aber ich will, dass du auch mitredest. Machen wir es lieber nicht. Ja komm, machen wir es. Gut, dann ist es entschieden. Eine neue Fortsetzung, immer wenn du das Spiel startest. Und weißt du was? Weil du an meine Idee glaubst, will ich dir auch etwas geben. Weißt du, mir ist aufgefallen, dass der Erzähler nie einen Weg gefunden hat, dir die kaputte Trophäe zu verleihen, stimmt's? Natürlich nicht. Ich hätte auch nicht erwartet, dass er wüsste, wie. Das hat mich die ganze Zeit geärgert. Bringen wir es in Ordnung. So, das war's. Die Trophäemaschine ist repariert. Siehst du, ich bin auf deiner Seite. Wir sitzen im selben Boot. Wir werden diese Räder in Bewegung halten. Das Stanley Parable kann nicht enden. Es kann sich nur für spiralförmig in sich selbst hineindrehen, endlos. Ich muss das Rad am Laufen halten. Ich bin bereit. Bist du bereit? Toll. Wir müssen nur noch eine letzte Sache machen. Bitte gib die aktuelle Zeit an. Ich mach das nochmal korrekt hier. Es ist 20:43 Uhr. Was? 20:43 Uhr. Bitte passe den... Das habe ich doch schon gemacht. Vielen Dank. Viel Spaß mit The Stanley Parable. Okay. Aber wenn er sagt, die Dingsmaschine ist heil, dann muss ich doch jetzt wieder in den Bonus-Content-Kram kommen, oder? Story of a man. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ah, der neue Content ist wieder da. Dann gehe ich da aber mit dem Eimer jetzt hin. It's bucket time. Okay, ich glaube, ich könnte jetzt auch schon das Spiel beenden und sagen, ich habe es durchgespielt, aber ich will auf jeden Fall noch die kaputte Trophäe. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly port with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Ich habe keine Ahnung mehr, wo genau.
Here we are. Das war... Try out some of the new features. Aber das ist ja alles wieder... Okay. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, Ach ja, das ist der obvious answer, Button. they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to... Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of the feature. Das ist jetzt... Und er hat jetzt hier nicht mal mehr... Okay, here we go. Let's take a... Er berücksichtigt den Eimer jetzt hier auch nicht mehr, ne? Das ist einfach jetzt wieder der Content. Become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim. Sleeping... Darf ich hier schon wieder raus? Nee. Falling in love and being heartbroken as Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? See, if you'd only played along, that would have been your name the button says. But no. Instead, I can't even think about it. I'm taking the Jim button away. Irgendwo... Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable 2. They would have... An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it will go at the end of the... well, we'll figure that out later. Einstellungsweltmeister, das war das, wo ich noch nie rein konnte, ne? Oh, das ist jetzt... Ist das... Oh! I can see you've gotten the Settings World Champion Trophy. Well done. You've experienced every setting, traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen. So just for you, in the Stanley Parable 2, I'm including an entirely new setting, something called bumpscosity. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I know that you'll be able to adjust it on some sort of slider and that it'll be accessible from the settings menu. We'll sort out the rest of the details later. Was hat er gesagt? I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Stanley Parable 2. You are the champion of setting all the sliders to all the possible numbers. Please enjoy this room. This is your room. It was made just for you. They will never set the setting sliders to every possible settings. Okay, aber er hat gesagt, das Neueste im Einstellungsmenü? Habe ich gerade nicht richtig aufgepasst, muss ich zugeben. Da ist die Welt hier. Okay. So langsam habe ich das Spiel ja wirklich durchgespielt, würde ich sagen. Ich will jetzt noch meine Trophäe erstmal haben für diese kaputte Maschine, wo auch immer die war. Ach, Free New and Easy Trophy, da war das. Now here's something special. You remember that broken test trophy that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the trophy. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the trophy will be given to you. It's as simple as that. Ha! As you can see, the machine is not working yet since... Wait, what in the holy hell is going on? You got the trophy? Mm-hmm. Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Who fixed it? Is someone here? Are we being watched?
Oh, God. Composure, composure. Yes, as you can see, the machine is working as normal, as I intended. It truly speaks to the awe-inspiring magic of the Stanley Parable 2. Breathe. Just breathe. Ich meine, wenn ich eine Woche, jetzt während das Spiel läuft, eine Woche nach vorne stelle die Uhr, dann ist ja unter anderem, habe ich unter anderem auch einen ganzen Dienstag gespielt, ne? Oder halt einen Monat, ist ja auch egal. So, jetzt haben wir 30.07. plötzlich. Ja, ich weiß nicht, wie das mit dem ganzen Dienstag funktionieren soll. Das kann doch, soll man echt das Spiel ernsthaft 24 Stunden lang laufen lassen? What else? What other exhibits haven't we seen yet? Ich meine, wenn ich die Trophäe hätte, dann wäre ich ja noch motiviert, diesen Speedrun da zu machen. Kann ich nochmal zum Eimer gehen? Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable. All right, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Ich weiß nicht mehr, wohin hat das dann nochmal geführt? Ach so, dahin. Ne, da will ich noch nicht hin. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist, muss ich zugeben. Aber ich würde gerne nochmal zu dieser Treppe mit dem Eimer, zu gucken, ob es dann 2 Eimer gibt. Aber von da kommen... Warte, ich blicke ja nicht durch. Ne, komme ich von hier? Stanley, here's an idea so, I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite fall. Aber wieso geht die Decke runter? End of time, if you like. Das war doch sonst nicht so, oder? For video games as a medium. War das schon immer so? Kommt mir neu vor. Kann man nochmal runterfallen lassen, aber... You see, isn't it wonderful? Ich spiele schon wieder 2 Stunden. Genius concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Ich mach das mal. I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Kann man, ich will mal kurz gucken, kann man bei der Trophäe sich noch ein bisschen mehr anzeigen lassen? Haben auch nur 4,1%, ne? Das ist schon... Sorry, ich bin so eine Trophäenhure. Hallo, PlayStation, Internet, was ist los? Dann mache ich, warte mal, ich mach das dann halt mal auf meine gewohnte Art so.
Die Bilder sind wieder da, immerhin. Ah. Bei der Speedrun scheint auch nicht leicht zu sein, wenn den 13,4% immerhin nur haben. Aber Hingabe 4,1%. Man kann doch nicht... Warte mal, das muss ich jetzt trotzdem kurz googeln, ob man die nicht auch irgendwie anders bekommen kann. Es kann nicht sein, dass man 24 Stunden lang... Das ist ja auch, wäre ja auch ökologisch jetzt nicht gut, so lange einfach die Konsole anzulassen. Trophy Guide. Ja, oh Gott, die Beschreibung für diese Test-Trophäe ist super lang, aber wahrscheinlich wird das ganze Spiel erklärt. Okay. Erhält man, wenn man das Stanley Parable einen ganzen Dienstag lang gespielt hat. Dies muss nicht durchgängig am Stück erfolgen, sondern kann auch in mehreren Sitzungen an verschiedenen Dienstagen erspielt werden, da sich die Zeiten addieren. Darüber hinaus lässt sich auch das Datum der Konsole manuell auf einen beliebigen Dienstag einstellen. Dafür geht man wie folgt vor. Ja, okay, das habe ich ja gemacht, aber man muss dann an Dienstagen 24 Stunden spielen insgesamt. Ja, nee, das mache ich nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ich will mal kurz für den Speedrun gucken. Wo ist die Beschreibung dafür? Hält, wenn man das Stanley Parable in unter 4 Minuten 22 abgeschlossen hat. Die Ladezeiten werden hier bla bla bla. Folgende Dinge gilt es vorzubereiten. Schnelles Öffnen der Geheimtür im Büro des Chefs. 2 für der Erzähler, bla. Ab dem 3. Mal wird er dann die Geheimtür gleich öffnen, sodass man sich die Eingabe sparen und direkt zum Aufzug gehen kann. Das führt dazu, dass die Fahrt mit dem Fahrstuhl verkürzt wird und der Erzähler dort auch nicht mehr redet. Verkürzter Start, der sich dann nicht im Büro, sondern relativ kurz vor dem Raum mit den 2 Türen beginnt. Hierfür muss man den Weg immer und immer wieder bis zur Gedankenkontrollanlage folgen und dort dann das Spiel verlassen, bzw. neu starten. Nach einigen Durchläufen, wie viel das genau sind, hängt vom Zufall ab, startet man dann nicht mehr im eigenen Büro, sondern näher am Raum mit den 2 Türen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt, folgt man den Anweisungen des Erzählers und bewegt sich schnell durch die entsprechenden Räumlichkeiten bis in die Gedankenkontrollanlage. Bestätigt man dort den ersten Knopf, wird ein Steg nach oben gefahren. Eigentlich müsste man hier warten, bis sich die Gittertüren öffnen, um diesen betreten zu können. Auch hier lässt sich Zeit einsparen, indem man über den Stuhl auf den Schreibtisch und von dort auf das Geländer klettert, um so um die Gittertüren herum vorzeitig auf den Steg zu springen und somit weitere Zeit gut machen zu können. Da das steuerungsmäßig etwas knifflig sein kann, kann man das in den vorherigen Durchläufen, die man für das Freischalten des verkürzten Starts benötigt, ruhig etwas üben. Generell folgt man erneut durchweg den Anweisungen des Erzählers und die Trophäe wird freigeschaltet, sobald man das Ende aus der Anlage ins Freie tritt. Boah, ich weiß ja nicht. Ich guck mal kurz, ob... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left.
will nur einmal zumindest Yet there was gucken, not a single person here either. ob Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ist so immer noch zu. Sieht er Stepping jetzt. into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That Die Musik wieder, hä? anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Geh mal direkt hier hin und guck mal, ob man hier irgendwie runterfallen kann noch oder so. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Offensichtlich nicht. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that So, read... hier soll man, glaube ich, eigentlich jetzt neu starten. Aber ich gehe nochmal, ich will jetzt nochmal sehen, wie man jetzt hier... Also man muss nochmal genau lesen. Bestätigt man dort den ersten Knopf, wird ein Steg nach oben gefahren. Eigentlich müsste man hier warten, bis sich die Gittertüren öffnen, um diese mitreden zu können. Auch hier lässt sich Zeit einsparen, indem man über den Stuhl auf den Schreibtisch von dort auf das Geländer klettert. So herum um die... Oder geht das... Ah. Oh, jetzt bin ich runtergefallen, oder? Ah. Aha! You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome! You see... Nee, komm, man muss nicht jede Trophäe jagen. Ich beende das jetzt. Das war Stanley Parable. Ich habe den Epilog gesehen. Ich habe das wirklich durchgespielt. Cooles Spiel. Ich muss allerdings doch nochmal beim Suchen sagen, es ist... Also, und das ist natürlich auch schön und selbstreferenziell, schön, teilweise auch, ja, zum Nachdenken anregend. Was ich jetzt aber schon, also wenn man jetzt dann so ein bisschen rumsucht und nicht weiterkommt, das ist fast wie früher bei so Point-and-Click-Adventures, dann ist es ein bisschen frustrierend und dann immer wieder die gleichen Sachen zu hören, genau wie bei Point-and-Click-Adventures, kann dann so ein bisschen zermürbend sein. Das ist so ein bisschen schade, also davon profitiert das Spiel dann nicht so, finde ich. Da wäre, also vielleicht hätte der Erzähler einen Tipp geben können. Also irgendwie, dass man, ich meine, gut, jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, passiert was Neues. Also, dass man dann vielleicht auch einfach auf die Idee kommt, öfter das Spiel neu zu starten. Wobei ich weiß, ich würde auch denken, der Epilog kommt erst, wenn man auch schon innen drin mehr oder weniger alles geschafft hat. Sonst einfach nur so das Spiel viermal neu starten und der Epilog kommt, wäre ja auch ein bisschen Banane. Und da waren ja auch die ganzen, zum Beispiel Figuren, die wären ja sicherlich nicht da gewesen, wenn ich die nicht eingesammelt hätte. Würde ich denken. Oder noch nie davon denen erfahren hätte. Also, das ist vielleicht eine zusätzliche Bedingung gewesen. Dass ich irgendwie die Figuren vielleicht schon alle hatte und dann, wenn man dann das vierte Mal mindestens neu gestartet hat, dann der Epilog kommt, I don't know. Aber das, ja, das war ja eigentlich der Trick und da war ich ein bisschen lost und bin ja hier ziemlich viel rumgelaufen vorhin und wusste einfach nicht mehr, was ich noch Neues probieren kann. Was ein bisschen schade war, das, ja. Also die erste Session hat mir halt mehr Spaß gemacht als die heutige, weil die heutige war schon viel den Erzähler Sachen sagen hören, die ich schon gehört habe und relativ wenig dann über was Neues gestolper. Anyway, nichtsdestotrotz trotzdem ein Spiel wie kein anderes. Von daher, ja, soll es das jetzt hier
gewesen sein. Genug gelabert und in diesem Sinne bis irgendwann mal wieder vielleicht. Bis dann.